Sehr viele Fitness-Influencer oder Bodybuilder wollen dir weismachen, dass du viel Kohlenhydrate essen sollst und sogar in Maßen Zucker, denn somit triggerst du ja das Hormon Insulin. Und Insulin ist ein sehr stark aufbauendes Hormon, das dafür sorgt, dass du auch Muskeln aufbauen kannst. Also du baust dabei nicht nur Muskeln, sondern auch Fett auf, weil ja Insulin ein sehr stark aufbauendes Hormon ist. Aber nichtsdestotrotz, versteht mich nicht falsch, Insulin hat sehr viele Vorteile, also auch Nachteile. Und in diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie das Insulin funktioniert, welche Auswirkungen das Insulin auf unseren Körper hat und welchen Zusammenhang es mit Fetteverbrennen hat. Und das alles erfährst du nach dem Intro. Zuallererst musst du wissen, dass die Bauchspeicheldrüse, die sich unterhalb des linken Brustkorbs befindet, verschiedene Hormone produziert, wie zum Beispiel das Insulin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu viele Kohlenhydrate oder zu viel Zucker konsumieren, dann sorgen wir dafür, dass die Bauchspeicheldrüse getriggert wird. Und sie muss halt dann quasi eben mehr Insulin produzieren, um den Zucker im Blut zu entfernen bzw. zu senken. Und was das Insulin dann macht, das öffnet halt eben die Zelle wie so ein Schlüssel und sorgt dafür, dass der Zucker vom Blut in die Zelle gelangt. Und somit wird quasi in der Zelle dann Glucose aufgenommen. Und wenn die Zelle dann voll ist, dann sendet die Zelle ein Signal an die Bauchspeicheldrüse, dass die Arbeit erledigt wurde. Also dass der Zucker in die Zelle gelangt ist und somit der Zucker aus dem Blut gelangt ist. Nice. Dann, wenn du aber zu viel Zucker konsumierst und zu viele Kohlenhydrate konsumierst, dann kannst du dafür sorgen halt eben, dass die Zelle überbelastet wird und dann irgendwann dicht macht und dass es dann quasi eben kein Signal mehr sendet. Nein, doch. Und wenn die Bauchspeicheldrüse kein Signal mehr bekommt, um zu wissen, okay, habe ich die Aufgabe erledigt, dass jetzt halt eben der Zucker aus dem Blut gekommen ist und in die Zelle, dann kann es dazu führen, dass halt eben, wenn sie kein Signal bekommt, dass sie dann mehr Insulin produziert. Und so mehr Insulin es produziert, desto mehr macht die Zelle dann dicht, weil sie dann halt überbelastet wird. Und das sorgt dann dafür, dass halt eben der Zucker irgendwo anders transportiert werden muss. Und dann wird er letzten Endes als Fett angelagert. Und das sorgt natürlich dafür, dass du halt dann eben übergewichtig werden kannst, weil sich ja die Fettanlagerung meistens auch im Bauchbereich stattfindet. Also was das Insulin quasi macht, es füttert quasi das Werkzeug der Zelle und speichert dann den Zucker in die Leber und in die Niere ab. Dann speichert der Körper den Zucker als Glykogen ab und Glykogen besteht aus einer Reihe von Glukosemolekülen, die aneinandergereiht sind. Dabei ist es noch wichtig zu wissen, dass es zwei Brennstoffspeicher im Körper gibt, nämlich einmal den Glykogenspeicher und einmal den Fettspeicher. Und wenn wir die beiden miteinander vergleichen, da kann der Glykogenspeicher nur 1700 Kalorien abspeichern, währenddessen der Fettspeicher bis zu 70.000 Kalorien abspeichern kann. Wow. Das bedeutet also, wenn du viele Kohlenhydrate und viel Zucker konsumierst, dann wird ja irgendwann der Speicher komplett voll sein. Und dann muss ja der Rest ja irgendwo abgespeichert werden und der wird letzten Endes als Fett abgespeichert. Deswegen ist es besser, wenn du weniger Kohlenhydrate zu dir konsumierst und weniger Zucker, um halt dann besser in die Fettverbrennung zu kommen. Alles klar, Digga. Also du weißt jetzt schon, wenn du zu viele Kohlenhydrate und zu viel Zucker konsumierst, dann kann es dafür sorgen, dass Fett entsteht. Denn wenn du halt eben viel Zucker und viel Kohlenhydrate konsumierst, dann steigt dein Blutzuckerspiegel und das sorgt dafür, dass das Insulin den Zucker in Fett umwandeln muss, was er dann direkt in die Leber kommt und das überbelastet dann die Mitochondrien, was halt eben zur Fettanlagerung am Bauchbereich führt. Und das sorgt halt eben dann für Übergewicht, das sorgt dann für Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes, Schlaganfall und so weiter. Deswegen ist es am besten einfach weniger Kohlenhydrate und weniger Zucker zu sich zu konsumieren, um halt besser in die Fettverbrennung zu kommen, um es dann zu vermeiden, einfach ins Übergewicht zu kommen oder halt die ganzen Zivilisationskrankheiten zu bekommen. Die am besten besser in die Fettverbrennung zu kommen, indem man halt eben weniger Kohlenhydrate konsumiert. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die berechtigte Frage, was ist denn überschüssiger Zucker in der Leber? Also, wir haben einen normalen Blutzucker im Blut, wenn er so zwischen 80 und 100 Milliliter pro Deziliter ist. Und das musst du dir so vorstellen, dass quasi eben ein Teelöffel Zucker 5 Gramm pro 4,9 Liter Blut. Also das ist eigentlich so das beste Gleichgewicht. Aber der Durchschnittsamerikaner konsumiert beispielsweise 31 Teelöffel Zucker pro Tag. Also ein deutlicher Überkonsum. Und ein Überkonsum von Zucker führt halt eben zu Übergewicht und vielen anderen Krankheiten. Den möchtest du auf jeden Fall Zucker reduzieren. Und wenn du wissen möchtest, was passiert, wenn du den Zucker für 2 Wochen weglässt, dann kannst du dir auf jeden Fall ein Video von mir angucken, das hier oben irgendwo eine Infokarte verlinkt habe. Alright. Das nächste, was dann auch passiert, wenn du für einen längeren Zeitraum zu viel Zucker und zu viel Insulin im Blut hast, dass du eine Insulinresistenz entwickelst.
Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, wie entsteht denn eine Insulinresistenz? Also eine Insulinresistenz entsteht, wenn du beispielsweise zu viel Kohlenhydrate und zu viel Zucker konsumierst. Das halt eben Lebensmittel mit einem sehr hohen glykämischen Index sind. Und das sorgt halt dann dafür, dass das Insulin steigt. Und wenn das Insulin steigt, dann wird die Zelle widerstandsfähiger gegen das Insulin. Das bedeutet, die Zelle blockiert das Insulin, sodass quasi nichts mehr in die Zelle gelangen kann. Und das sorgt halt eben dafür, dass die Glucose als Fett abgespeichert wird. Und das kann halt eben zu einer Fettleber führen. Oder es kann auch dazu führen, dass du Symptome bekommst, wie zum Beispiel starke Müdigkeit, Heißhungerattacken, Verlangen nach mehr Essen, also du wirst süchtiger nach mehr Zucker oder Übergewicht. Und wenn jetzt eine Insulinresistenz besteht, dann können die Proteine und Kalium nicht in deine Zelle gelangen. What? Bro, what are you talking about, man? Und wenn du zu wenig Proteine im Körper hast, dann kann es dafür sorgen, dass du deine Muskulatur und dein Kollagen verlierst, dass du auch keine neue Muskulatur aufbauen kannst und dass du Gelenk- und Bandscheibenprobleme bekommst. Und wenn du zu wenig Kalium im Körper hast, dann kann es dafür sorgen, dass du sehr stark müde wirst, dass du zum Beispiel einen hohen Blutdruck und hohen Puls bekommst, dass du ein Ungleichgewicht zwischen Kalium und Natrium bekommst, also du bekommst dann zu viel Natrium im Körper. Und es kann auch dafür sorgen, dass du halt einen schlechten Schlaf bekommst, Herzrhythmusstörungen, Gicht, Verstopfungen oder Muskelkrämpfe. Also das Insulin wird benötigt für Proteine und Kalium, damit sie auch in die Zellen gelangen. Deswegen ist es eher suboptimal, mehr Zucker zu konsumieren, weil es halt eben dafür sorgt, dass keine Proteine und kein Kalium mehr absorbiert werden können. Also, wir kommen jetzt zum Fazit. Du möchtest weniger Kohlenhydrate konsumieren und wenig Zucker konsumieren. Denn auch schon unsere Vorfahren und die indigenen Völker haben wenig Kohlenhydrate konsumiert und dafür mehr Fette und mehr Proteine. Weil es gibt halt auch nur essentielle Aminosäuren und essentielle Fettsäuren in unserem Körper und keine essentielle Kohlenhydrate. Also unser Körper braucht nicht Kohlenhydrate, um zu überleben oder zu funktionieren. Unser Körper kann sogar selbst Glucose herstellen oder selbst quasi eben Kohlenhydrate herstellen. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass man eigentlich nicht so viele Kohlenhydrate in seinem Körper braucht, weil das sorgt halt eben für eine Überbelastung deiner Mitochondrien und das kann halt eben dafür sorgen, für die ganzen Krankheiten, dass du halt die bekommst oder dass du übergewichtig werden kannst. Und deswegen möchtest du das eher vermeiden und dafür mehr Fette konsumieren, mehr Proteine konsumieren und weniger Kohlenhydrate. Und wenn du dann noch genaues wissen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall ein Video empfehlen, das ich vor kurzem gemacht habe, das ich hier oben irgendwo in der Infokarte verlinkt habe. Gut, das war's jetzt vom Video. Jetzt weißt du schon, wie das Insulin funktioniert, welche Auswirkungen das Insulin auf deinem Körper hat und wie es im Zusammenhang mit der Fetteverbrennung steht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, beziehungsweise es sehr informativ gefunden hast, da würde es mir auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.